Hallo, ich bin Andreas. Ich möchte etwas sagen zu dem Thema Aufstieg. Was bedeutet das eigentlich für mich? Ich verstehe darunter einen geistigen Prozess, einen seelischen Prozess, eine Erhöhung oder Verbesserung des Charakters, eine Höherentwicklung und als Mensch eine Höherentwicklung als Mensch. Das verbinde ich sehr stark, diese charakterliche Erhöhung, damit, dass man mehr und mehr Nächstenliebe lebt, zum Beispiel darin einen Sinn, Lebenssinn erkennen kann, weil die Liebe, die ich dem Nächsten gebe, auch signalisiert, dass wir auf der gleichen Ebene sind, zusammengehören und auch eine Spezies sind. Wenn sich der Mensch als Spezies versteht, dann ist eigentlich die Höherentwicklung dieser ganzen Spezies das Ziel, also eine geistige, charakterliche Weiterentwicklung, Höherentwicklung ist das Ziel und dieses Ziel steht über der individuellen Bereicherung, dem individuellen Profitgedanken, dem individuellen Machtstreben, sondern wir alle sind eins und entwickeln uns insgesamt weiter, in jeder Hinsicht. Ja, wenn das das Ziel ist, wenn man die Welt so betrachtet, dann ist es auch klar, dass Nächstenliebe ein Teil dieses gesamten Prozesses ist. Und Nächstenliebe ist das höchste Gebot nach der Bibel gedeutet. Es ist das höchste Gebot und es ist gleichbedeutend mit Gottesliebe. Ja, das ist interessant. Und schaut man sich die Nachrichten an, tagsüber im Fernsehen oder im Internet, was ja oftmals Wirrwarr ist und haarscharf wieder an neuen Eskalationen rührt, sollte man mal öfter daran denken, an diese Option, wir wollen uns insgesamt höher entwickeln, aufsteigen. Spezies Mensch, wir alle, wir sind Brüder und Schwestern, Geschwister. Nicht leiblich, sondern seelisch, geistig sind wir Geschwister, die aufsteigen wollen, sich weiterentwickeln wollen. Und das heißt nicht, dass wir plötzlich wie Figuren in dem Himmel hochschweben, wie es oft dargestellt ist, sondern es ist ein seelischer Prozess, ein geistiger Prozess, auch nicht unbedingt sichtbar, sondern fühlbar und vielleicht sichtbar in dem Lächeln des anderen und in der Freundlichkeit des anderen und in der Hilfsbereitschaft des anderen. So sehe ich das und das wollte ich jetzt mal sagen. Und okay, also ciao, bis die Tage. Shalom.